andere Frage, die Karten zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Ich habe heute zu danken. Die 3000 sind voll. Es ist immer ein Moment, wenn sich der Tausender wieder rundet, ein kleines Dankeschön zurückzugeben. Ich habe mich ein bisschen von meinem Memberbereich inspirieren lassen. Hier war der Wunsch nach der zweiten Jahreshälfte. Was erwartet uns da? Welche kollektiven Themen können wir sehen? Deshalb drehe ich das heute. Ich bedanke mich bei jedem fürs Abo, für die Mitgliedschaft und auch für jedes Like, jeden Kommi, jede Spende. Und es gibt hier so viele Langjährige, ja, die ich hiermit grüße. Jetzt schauen wir mal, was das zweite Halbjahr so an Infos für uns mitbringt, für das Kollektiv. Am Ende, wie gesagt, könnt ihr noch auswählen. Ja, sich selbst behaupten wird ein Thema werden. Für sich selber einstehen. Nur zu dem Ja sagen, was man auch wirklich möchte. Hier geht es wahrscheinlich schon auch um Dinge, die jahrelang so gelaufen sind. Ne? Man sagt immer ja und stellt sich selber in die zweite Reihe. Und positiv bleiben. Okay, schauen wir mit dem großen Blatt. Was darf ich dem Kollektiv mitgeben? Wie entwickeln sich die Dinge im zweiten halben Jahr? Ja, da kommt viel Emotionales. Schattenthemen mal wieder gleich zu Anfang. Die Gefühle sprechen mit uns, das Seelenleben spricht mit uns. Man grübelt vielleicht rum. Die Abendstunden werden angezeigt und es geht darum, Blockaden im Leben zu überwinden. Das könnte hier natürlich mit dem Thema sich selbst behaupten ganz gut zusammenpassen. Ne? Wie oft macht man Dinge, die man eigentlich gar nicht möchte? Und wie oft ist man da auch sauer auf sich? So, es geht für einige von uns um Verträge im häuslichen Bereich. Das können Wohnungswechsel sein, Mietverträge, Immobilien, alles was damit zu tun hat. Es geht aber auch um Blockaden, die man jetzt, sagen wir mal, hat, wenn man ins Umfeld verbindlich reagiert. Wie sind da die Verbindungen? Wo fühlt man sich noch verbunden? Wo sagt man, ich bremse mal oder ich trete mal etwas zurück? Auf dieser Ebene der Schattenthemen sieht man eindeutig auch die Elternthemen mit dabei. Ne? Es ist halt so, ich kann es nicht ändern. So. Was ich jetzt schön finde, gleich hier mal an diesem Blatt, ne? Wir können mal diesen Sensenmoment ein bisschen hinter uns lassen. Ne? Die Sense hat uns schon getroffen. Es gab Einbrüche, Einschläge, die Emotionen sind dabei, das Leben, die Blockaden, die Vitalität, alles was so einschneidende Ereignisse sind, wird hier angezeigt, dem können wir hier den Rücken zudrehen. Das Leben macht sein Ding, ne? Und wir müssen uns mitdrehen. Wir selber liegen im Haus der Ruten drin, das passt gut zu sich selbst behaupten. Und wir schauen ja auf Entscheidungen, die mit Veränderung und Neubeginn im Beziehungsleben zu tun haben oder auch um den häuslichen Bereich. Hier sieht man auch so klassische Wohnungswechsel. Der Bereich Freundschaften wird sehr wichtig werden. Hier liegt Klarheit, die durch Freundschaft kommt.
Geschenke, die von Freunden kommen, Nachrichten, die, ja, die Kommunikation einfach, die aufgenommen werden, die unterstützend sind, hilfreich sind, die in die eigene Kraft wieder helfen, zurückzugehen. Für einen oder anderen steht vielleicht hier auch die Kommunikation mit Ämtern oder Behörden an. Hier liegt der Fuchs drauf, also Trauschau, wem genau hinhören, genau lesen, alles unter die Lupe nehmen. Klar, natürlich. Die Sicherheit steht ein bisschen Kopf. Im Herz des Kartenblattes liegen die karmischen Veränderungen, weil das Außen es fordert. Hier kommen neue Türen und Wege, die von außen kommen. Möglicherweise wird auch eine belastende Situation weggenommen. Ne? Ein neuer Weg entsteht, eine neue Tür geht auf. In vielen Bereichen, hier sieht man sie vor allem im Umfeld, in der Familie, in den Beziehungen, in den Dingen, die wir auf den Weg bringen. Das finde ich jetzt sehr speziell. Ne? Die Wunscherfüllungskarte legt sich hier ins Haus der Ringe rein. Also alles, was mit Verbindungen, Beziehungen, Verträgen, Verbindlichkeiten zu tun hat, haben wir hier in der Reihe auch gleich nochmal die Sonne mit dabei. Die Sonne liegt hier auch im Haus der Freundschaften, wird hier umgedreht. Ne? Es entstehen andere Wege, neue Menschen kreuzen das Leben. Freundschaften werden aufleben, Mangel werden ausgeglichen. Es kann sein, dass die Energie noch im Sommer rum auch so ein bisschen zäh ist oder schwierig wird, aber hier gehen wir eindeutig in eine andere Phase, die auch Überraschungen bereithält. Gelernte Lektionen jeder Art. Die Liebe wird ein Thema werden. Es kann hier tatsächlich sein, dass man sich neu verliebt, dass die Partnerschaften eine andere Qualität kriegen, dass man Herzensprojekte verwirklichen kann, dass man ein bisschen vom schicksalshaften Glück profitiert. Hier hört ein Kampf auf, den man führt. Hier beenden sich die Dinge so, dass man mehr Harmonie verspürt. Die Finanzen liegen hier sehr schön mit dabei. Also man findet hier auch bei den Finanzen Wege, die ein bisschen mit mehr Geld oder kleinerem Geld mehr zur Verfügung stehen. Die finanzielle Sicherheit wird wiederhergestellt, vielleicht auch speziell durch Veränderungen im häuslichen Bereich, das dann auch auf die Familien mitgeht. Angenommen, du möchtest eine Immobilie verkaufen oder so, liegt hier die gute Qualität dazu. Verbunden auch hier mit der finanziellen Sicherheit. Ich habe hier auch nochmal die Nachrichten, die mit Glück am finanziellen Bereich liegen. Also sollte sich hier eine schwierige, herausfordernde Situation gezeigt haben, dann kriegt man die hier super gewendet. Hier kann eine Person wichtig sein, die hier ein bisschen mit anschiebt. Das kann eine Mutterfigur sein, eine Freundin. Es geht um Zuwachs im finanziellen Bereich oder um Expansion, aber auch um den Arbeitsbereich rum. Wir haben die Arbeitskarte hier im Hause des Mondes drin. Hier sind so wankende Energien. Der Mond korrespondiert ja auch damit, wer nicht arbeitet. Es geht um eine Situation, an der man arbeitet. Und wir haben hier die Klarheit obendrauf und in der Spiegelung nochmal die Wunscherfüllungskarte. Also hier ist
berufliches, verbindliches Weiterkommen zu sehen. Gerade auch bei denen, die irgendwie, na, ich sag mal, gestruggelt haben mit diesem Thema oder die sich nicht mehr wohlgefühlt haben, ne? Neue Arbeitsverträge, Prüfungen, die bestanden werden. Es kann hier auch auf dem Arbeitsbereich sein. Ja, ihr Lieben, ich gucke gerade noch mal drüber. Für die Gegenüber, ne, kann es ja auch sein, dass sie ein bisschen vom Mangel in die bessere Energie gehen, dass sich etwas auffüllt, dass man mehr Lebensenergie hat, dass sich ein Schattenthema beendet, wenn man sich auch durchsetzt und so weiter. Ne? Alles, was man tun kann, hat man getan. Und dann ist man an dem Punkt, wo man auch in der empfangenden Haltung wieder ist. Das zweite Halbjahr liegt so, dass ihr, sorry, oder dass wir sehr, sehr viel Erfahrungen machen werden und aus diesen dann auch schöpfen können und mit diesem Wissen auch umsetzen können, was wichtig gerade für uns ist. Die Kinder liegen hier im Hause der Sicherheit drin. Ne? Hier eröffnet sich auch für alle, die Konflikte mit Kindern haben, eine neue Möglichkeit, etwas schicksalhaft Gutes auf den Weg zu bringen. Es regnet jetzt draußen. Ihr hört es. So, der Feuergeist wird uns hier mitgegeben mit dem Thema Energie. Und es ist wirklich erstaunlich, wie das schon wieder passt, bei sich selbst behaupten. Ne? Denn der Feuergeist sagt hier, handle. Es ist Zeit, dich nicht mehr zurückzuhalten. Steh für das ein, was du fühlst. Lass dir nicht die Energie rauben von anderen. Versuch es nicht allen recht zu machen, damit du dich nicht selbst auch verlierst oder daran erschöpfst. Es sind sehr viele Emotionen, die freien Lauf brauchen, das sieht man hier. Und hier kommt ein Ausgleich der Energie, man kriegt Lebensenergie zurück. Man fühlt sich auf, man ist bereit zu empfangen, dass auch andere unterstützend wirken. Also hier macht sich etwas breit, das einen selbst wieder auffüllt, nennen wir es so. Okay, ihr Lieben, wir lassen das so stehen. Wir nehmen noch einen Glücksimpuls und dann dürft ihr auswählen für euer zweites Halbjahr. Du bekommst eine große Chance und unten haben wir tatsächlich noch einen Glücksfall, der erwartet dich. Na dann warten wir mal auf die überraschende Wunscherfüllung. Ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Für alle, die noch dranbleiben, bis gleich. So, hier bin ich wieder. Nehmen wir ein Krafttier. Das hatte ich jetzt extra nicht drauf springen lassen, damit ich es auslegen kann. Wir nehmen einen Engel. Wir nehmen eine Pflanze.
Die Vögelchen lasse ich wie immer drauf springen. Und wir nehmen eine von Nadines Karten. So, dann dürft ihr auswählen. Ich nehme diese Seite und wir drehen um. Wir haben hier den Marder, den Wiesel, das Hermelin. Passt sehr gut, denn man kann sich tatsächlich aus alten Situationen und Fesseln lösen, das Glück neu schmieden, sich für Wunder öffnen. Den Engel der Träume. Kleine Schritte und das Vergissmeinnicht. Ja, mit dem Marder wird sich so mancher Knoten oder manche Verstrickung lösen. Der beißt es einfach ab und gut ist, ne? Man fühlt sich befreit. Und es geht ein bisschen darum, dass man mehr oder besser in der Lage ist, das Auf und Ab im Leben zu meistern, über sich hinaus zu wachsen, Fesseln und Türme und Mauern zu sprengen. Und hier können positive Veränderungen sehr schnell eintreten. Wachsam sein, handeln, sich öffnen und zu sich selbst auch zurückzufinden, ne? Nicht irgendwo eingeschränkt zu sein. Der Engel der Träume. An dich und deine Träume zu glauben, bedeutet, eine erfüllte Zukunft zu erschaffen. Wonach sehnen sich dein Herz und deine Seele? Beginne jetzt damit, deine Träume bewusst zu leben. Schenke deinem Engel das Vertrauen, dass er an deiner Seite ist und dich bei der Erfüllung deiner Wünsche unterstützt. Vertraue deinem Herzen und deinen Träumen, so können sie in Erfüllung gehen, auf welche Art und Weise auch immer das geschehen wird. Mit dem Vergissmeinnicht geht es um die Erinnerungen, ne? Hier sammelt man im Sommer Blumen für den Winter. Man nimmt die Liebe Abschied und weiß, nichts geht verloren, es verwandelt sich nur. Wir gucken ja im großen Blatt auch auf Veränderungen und ganz neue Wege, ne? Und das kann hier natürlich auch dazu gehören. So, hier bekommt man den Rücken gestärkt. Man ist noch so in der Entwicklungsphase. Es ist wichtig, dass man zielstrebig ist, dass man groß wird, dass man Geduld hat. Und vielleicht läuft auch etwas anders als geplant. Dennoch geht es in kleinen Schritten voran. Der Eichelherr ist mir rausgefallen. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Großzügigkeit und Vertrauen. Setze dich an die erste Stelle. Das hatten wir jetzt schon x-mal gehört, ne? Gestalte dein Leben nach dir. Stehe zu dir, deinen Bedürfnissen und finde so in die Freude zurück. Ja, das macht unglücklich, wenn man immer nur für andere rummacht und rumwirtschaftelt und für sich selbst in die zweite Reihe stellt. Das kann übrigens auch dieses Elternthema sein, das da als Schatten sich gezeigt hat. So, jetzt gucken wir. Manifestieren ist wichtig und von diesem Punkt aus geht es dann Schritt für Schritt weiter. Okay, andere Seite, was habt ihr Schönes? Die Gottesanbeterin. Es geht um die Stille, die Motivation, den Fliegenpilz und den rosa Elefanten. Ihr habt an sich so viel rosa und pink hier drin. Ja, ich fange mal an. Hier kann sein, dass man achtsamer sein muss, dass man mehr Mindset, Gedankenarbeit macht, dass man das Umfeld ein bisschen ändert, dass man nicht nur negativ denkt. Könnte auch sein, irgendjemand darf die rosarote Brille absetzen, ne? Und mit der Gottesanbeterin seid ihr wirklich aufgefordert, in die Ruhe zu kommen, in die Stille zu gehen. Die Gottesanbeterin ist dir sozusagen die Meisterin der leeren Hand, ne? Es
Es geht um den Lebenskampf, den man führt, und es geht darum, wie man seine Fähigkeiten einsetzt. Und es geht auch darum, wieder Verbindung aufzunehmen zu sich selber und zu der Quelle. Achtsamkeit, Wachsamkeit, Bewusstheit auch leben. Die Träume mit einbeziehen. Hier ist sehr viel Arbeit, die von innen ist, ne? Die mit euch zu tun hat, die mit eurem Innern zu tun hat. Vielleicht auch zu entdecken, wo man seinen Platz hat oder was wichtig für einen ist. Und das auch wieder friedlich zu erschaffen. Ne? Mit dem Fliegenpilz holt ihr hier eure Träume nach vorne. Der Pirol. Hier ist ein bisschen Hektik, Unruhe, Sorgen, kleiner Kummer, Diskussionen, Gespräche. Deshalb ist hier viel Stille für euch oder viel Ruhe auch zu sehen. Und nichtsdestotrotz habt ihr den Engel der Motivation, der euch sagt, das Leben steckt voller Überraschungen und Veränderungen. Bitte deinen Engel, dass er dir hilft, dich immer wieder zu motivieren, auch wenn die Dinge mal still stehen. Du kriegst von deinem Engel neue Energie, deine Tatkraft wird wieder erweckt und du kannst dich lebendiger fühlen und gestärkt die Dinge anpacken. Träume verwirklichen habt ihr zweimal und ich habe noch eine schwere Phase beendet sich. Wunderbar, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein schönes zweites halbes Jahr. Ich drücke euch, bleibt mir treu. Bis bald.